Das lange Warten hat ein Ende. Der Scania Hauber von Mario Bruns mit V8-Motor und satten 660 PS steht endlich in der Lackiererei Timmen in Cloppenburg, wo ihn Airbrusher Roland Just in ein rollendes Kunstwerk verwandelt. Auch Mario Bruns von der Firma Heide Logistik kann es kaum noch abwarten. Und damit es schneller geht, ist er heute nach Cloppenburg gekommen. Airbrusher Rolli ist ein Meister seines Faches und wird fast 2 Wochen brauchen, bis der Scania samt Motorwagen und Anhänger endlich fertig ist. Also ich kenne Roland Just schon sehr, sehr lange. Hat mein erstes Fahrzeug geairbrushed und für ihn und für mich wird es auch das letzte Fahrzeug sein. Und ja, weiß ich nicht, uns verbindet was ganz Besonderes. Wir haben viel Spaß miteinander, treffen uns auch privat. Und ja, also mit ihm macht es immer wieder Spaß und man sieht solche Projekte dann, das ist einzigartig, ne, was er da zaubert. Der Anhänger wartet schon nebenan und Mario Bruns kann es immer noch nicht glauben, dass sein Traum bald wahr wird und das imposante Gespann endlich auf die Straße kann. Die Vorbereitungen für den umfangreichen Umbau vom Serien-LKW in ein Prachtexemplar haben insgesamt 1,5 Jahre gedauert. Da stellt sich natürlich die Frage, warum so lange? Also das Fahrzeug ist ja kein Serienfahrzeug. Hier ist sehr, sehr viel Sonderanfertigung. Der Kofferaufbau musste speziell angefertigt werden. Und das dauert alles seine Zeit. Und auch die Produzenten warten nicht auf den Anruf von Heide Logistik und mussten den auch irgendwie dazwischen schieben. Und ja, das hat eine ganze Menge an Zeit gekostet. Und aus dem Grund ja, sind wir immer noch nicht mit dem Projekt fertig. Zentimeter für Zentimeter entsteht in mühsamer Kleinarbeit ein Showtruck, der später seinem Namen mehr als gerecht werden soll. Auffällig ist schon die Farbgebung des Zuges in Blau und Rot. Das muss man sich erst einmal trauen. Und dann natürlich auch das Motiv, das sich Mario und Rolli für das markante Kunstwerk ausgedacht haben. Der Truck trägt den Namen Phönix. Richtig, da gab es doch in der Antike die Legende vom Phönix aus der Asche. Es geht also um eine Art Fabelwesen aus römisch-griechischer Zeit. Was es damit genau auf sich hat und vor allem in welchem Zusammenhang der Truck und die Marke Scania damit stehen, das soll uns Airbrusher Rolli doch mal selbst erklären. Zur Phönix-Geschichte gehört immer der Drachen mit dazu. Der Drache speit Feuer, aus dem Feuer, aus der Asche steigt Phönix. Und meine Geschichte ist eben, dass der Phönix aus der Asche aufsteigt und dann oben zum Scania-Greif mutiert. Er sieht schon oben die Krone und will die Krone haben. Und dann zum Schluss kommt er eben ganz groß, monumental, stolz, der Scania-Greif mit der Krone. Rollis Arbeit erfordert absolute Konzentration. Das Schwierige daran ist, dass der 65-Jährige sozusagen immer in mehreren Ebenen gleichzeitig arbeiten muss. Das heißt, er muss sich grundsätzlich vorstellen, welche Farbnuance bzw. welcher Schatten als nächstes kommt. Das bedeutet dreidimensionales Denken, während er die Acrylfarbe aufbringt. Rund 175 Lastwagen hat Rolli, der übrigens sein Geld mal als Zahntechniker verdient hat, so in den letzten 25 Jahren gestaltet. Hier sehen wir dann auch ein paar Fotos von seinen Kunstwerken, die Transportunternehmen bei ihm in Auftrag gegeben haben und die noch heute auf den Straßen unterwegs sind. Für Rolli jedes Mal ein großartiges Gefühl. Stellen sich die Haare bei mir auf, weil ich gesagt habe, boah, jetzt kommt wieder einer. Oder wenn einer von meiner Familie im Auto sitzt, ey, Rolli da und so weiter und so fort. Und ich kriege auch viel Feedback, Rolli, wir haben wieder einen gesehen und so. Und dann kriege ich Videos, wie das gemacht wird. Und es ist schon ein schönes Gefühl, so einen Dampfer fahren zu sehen. Und es ist ja, man schafft das für die Straße. Ne? Und die fahren, damit arbeiten die ja. Aber trotzdem kommt so ein Ding an, wo du sagst, ey, das hat sich gelohnt, so ein Teil auf die Straße zu bringen. Während der Laie aus dem Staunen kaum noch herauskommt, übt sich Rolli hinsichtlich seiner Werke eher in Zurückhaltung. Nicht einmal Künstler will er genannt werden.
bin kein Künstler. Ich kann mit dem Wort Künstler nichts anfangen. Ich bin Kunsthandwerker, Handwerker. Und ich mache meinen Job und verdiene Geld damit. Ein Künstler, der macht ein Bild und hofft, das irgendwann zu verkaufen. Und ich male, nachdem mich der Kunde angerufen hat, und dann arbeite ich das ab. Und das ist mein Handwerk. Zur Erinnerung, so sah der Scania 660 noch vor knapp einem Jahr aus, als Mario Bruns ihn nach dem Umbau zum Hauber bei der Firma Vlastuin in den Niederlanden abholte. Mit dabei damals Asphalt-Cowboy Uwe Rowold, der das Fahrzeug dann später auch für Heide Logistik bewegen soll. Einfach krass wirken schon bei der ersten Probefahrt die Abmessungen der mächtigen Haube, die immerhin eine Länge von fast 1,40 Meter hat. Das sind Abmessungen, die sich im Alltag erst einmal bewähren müssen. Jetzt, wo die Umbauarbeiten am neuen Scania in die finale Phase gehen, steigt auch bei Mario Bruns von Tag zu Tag die Spannung. Und er selbst kann es kaum noch abwarten, den Scania endlich auf der Straße zu sehen. Ich bin sehr, sehr ungeduldig, was das angeht. Ich will das Fahrzeug die ersten Wochen selber fahren. Alleine um zu testen, wie es wirklich in der Praxis wirkt, wie er auch auf der Straße ankommt, ob das alles funktioniert mit dem Durchladesystem, das mit dem Hauber, ob das alles funktioniert. Ja, es ist Learning by Doing, es ist eine Testphase und ich hoffe, dass das alles erfolgreich enden wird. Auch finanziell ist der neue Scania Hauber inklusive Airbrush, Motorwagenanhänger und vielen anderen Ausstattungsfeatures, die noch kommen, für Mario ein großes Abenteuer. Doch er scheint zu wissen, worauf er sich da eingelassen hat. Denn die Showtrucks von Heide Logistik sind, wo auch immer sie auftauchen, ein Eyecatcher und sie begeistern die Massen. Ja, woher nimmt man das Geld? Erstmal bin ich froh, dass ich eine gute Bank im Rücken habe. Zweitens, das Fahrzeug hat, also nur der Motorwagen hat knapp 150.000 Euro gekostet. Der Umbau zum Hauber hat noch mal 80.000 in Anspruch genommen. Und ja, dann nimmt man quasi noch den Kofferaufbau mit dem Anhänger. Das sind noch mal 100.000 Euro. Und da kommt eine ganz schöne Stange Geld zusammen. Tja. Irgendwann wird sich das auch mal wieder rechnen, ne? Aber in den nächsten Jahren definitiv nicht. Aber ich habe mir zumindest einen Traum erfüllt. Bevor es aber so weit ist, kommen erst noch einmal 4 Klarlackschichten, damit die Airbrush-Motive perfekt zur Geltung kommen. Den fertigen Hauber gibt's dann demnächst bei Eurotransport TV.